Februar 2024, Folge 6. Thema: Mein Sprachcomputer mit Augensteuerung. Anlässlich dieser Sondersendung zeige ich mich zum ersten Mal in meinen Videos live. Wie ihr seht ihr nicht viel. Außer meinen Augen kann ich nicht mehr viel bewegen. Diese Sendung widme ich Patientinnen und Patienten, die ihre ALS-Diagnose erst vor kürzerer Zeit erhalten haben. So wie ich damals, stehen sie vor einem schier unüberwindlichen Berg an sorgenvollen, unbeantworteten Fragen. Eine dieser Fragen ist die Kommunikation. Wie kann ich mich mitteilen, ohne sprechen zu können, ohne auch nur ein kleines Handzeichen geben zu können? Wie wir sehen werden, geht das mit Hilfe moderner Technik überraschend gut. Ich finde es gerade für Neuerkrankte sehr wichtig, wenn sie sehen, dass es für verschiedene Handicaps eine Lösung gibt. So bekommen sie eine Perspektive dafür, wie man mit der Krankheit möglichst lange, möglichst gut leben kann. Das ist für den Umgang mit der Krankheit und für die innere Einstellung zur Krankheit entscheidend. In diesem Video möchte ich anhand von 3 Beispielen zeigen, was mit dem Sprachcomputer alles möglich ist und wie er funktioniert. Zuerst geht es um die wichtigste Funktion, die Sprachfunktion. Dann zeige ich, wie meine Videos entstehen. Und zum Schluss demonstriere ich noch weitere Desktop-Funktionen, indem ich eine Internetseite bediene. Let's go! Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, sieht der Computer auf den ersten Blick aus, wie jeder andere. Aber am unteren Rand befinden sich diese roten Lichter. Das sind Infrarotsensoren, die meine Augenbewegungen erkennen. Frei nach Casablanca. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Das Ganze funktioniert auch mit Brille und sogar mit nur einem Auge. Aber dazu später mehr. Für die Kommunikation steht mir diese Oberfläche zur Verfügung. Bestehend aus einer Bildschirmtastatur mit Sonderzeichen und natürlich Zahlen. Hier gibt es Funktionen, um im Text zu navigieren, um Text zu markieren, zu kopieren und einzufügen und so weiter. Ich kann verschiedene Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel die Länge der Dauer anpassen, wie lange ich einen Buchstaben anschauen muss, damit er geschrieben wird. Dabei ist wichtig, wenn diese Zeit zu kurz ist, mache ich zu viele Fehler, wenn es zu langsam geht, ist es aber auch nicht lustig. Ich kann auch die Schriftgröße, die am Bildschirm angezeigt wird, anpassen. Und das machen wir für diesen Zweck auch. Um also schreiben zu können, muss ich nur einen Buchstaben oder einen Wortvorschlag kurz fixieren, bis sich dieser grüne Kreis schließt. Zusätzlich erklingt als Bestätigung ein Klickton, den du im Hintergrund hörst. Wenn der Text geschrieben ist, brauche ich nur auf Sprechen drücken bzw. blicken. Hallo liebe Freunde. Und dann gibt es noch eine wichtige Funktion. Ich kann Sätze oder ganze Texte abspeichern. Der Sprachverlauf der letzten Zeit wird automatisch gespeichert. Das ist praktisch, weil häufig vorkommende Wendungen immer wieder vorgeschlagen werden, bereits wenn ich zu schreiben beginne. Andere Rubriken kann ich selber erstellen, wie ihr hier seht. Gesundheit und Pflege, Wortschatz allgemein und so weiter. Ich kann gespeicherte Texte aufrufen,
indem ich nur die Anfangsbuchstaben der ersten Wörter schreibe. So ergibt die Kombination LAB den Satz: Lunge absaugen bitte. Oder die Buchstaben BJL ergeben: Bitte jetzt lächeln. Kleiner Scherz, aber ich hoffe, er hat bei dir diese Wirkung erzielt. Welche Kriterien sind für die Bedienung der Sprachfunktion meiner Erfahrung nach wichtig? Die Verfassung der Augen spielt eine große Rolle. Trübe oder müde Augen stören die Sensoren der Augensteuerung. Auch der Lichtanfall wirkt sich auf die Bedienung aus. Wenn sich das Licht ändert, kann ich eine Kalibrierung vornehmen und es geht wieder besser. Generell ist wichtig, wo ich hinschaue, jeder Blick ein Klick. Ein Gespräch zu führen erfordert Geduld von meinem Gesprächspartner und von mir. Wenn ich jedoch für mich alleine am Computer arbeite, läuft es meist entspannter ab. So auch, wenn ich meine Videos mache. Dabei nehme ich mir Zeit und mache immer wieder Pausen. Wie also entstehen die Videos? Alles beginnt damit, den Text zu schreiben. Dafür verwende ich ein übliches Textprogramm. Für 10 Minuten gesprochenen Text brauche ich circa 3 Tage. Auch, weil ich immer wieder Pausen mache. Beim Schreiben muss ich berücksichtigen, wie später die Sprachausgabe klingen wird. Um dem gesprochenen Text etwas mehr Betonung zu verleihen, schreibe ich zusätzliche Kommas und Punkte. Und damit bestimmte Worte richtiger ausgesprochen werden, muss ich manche Worte falsch schreiben. Zum Beispiel: Ausharren, richtig geschrieben, spricht der Computer als Ausherren aus. Wenn ich es jedoch mit Doppel-A schreibe, passt es. Ausharren ist bei dieser Krankheit besonders wichtig. Danach kopiere ich den Text in die Sprachausgabe, um den gesprochenen Text zu erhalten. Mithilfe eines Audioprogramms kann ich den Text aufnehmen und bearbeiten. Damit kann ich auch Musik synchronisieren. Nachdem ich damit zufrieden bin, nutze ich eine Website, um das Audiogramm mit dieser Soundwelle zu erzeugen. Diese Internetseite verwende ich außerdem zum Generieren zusätzlicher Stimmen und für den weiblichen Avatar. Manchmal werde ich gefragt, warum ich diese virtuelle Assistentin dazu nehme. Auf diese Idee bin ich gekommen, um etwas mehr Abwechslung und Lebendigkeit in meine Videos zu bringen. Denn wie du zu Beginn des Videos sehen konntest, sind selbst Live-Aufnahmen von mir relativ statisch und auch meine Computerstimme klingt eher monoton. Im Vergleich dazu klingen diese zusätzlichen Stimmen lebendiger und natürlicher. Vielen lieben Dank für das Kompliment. Das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind ein gutes Team. Doch die Arbeit ist noch lange nicht fertig. Um Bilder zu bearbeiten, verwende ich dieses Bildbearbeitungsprogramm. Dieses Programm ist mit den Augen schwer zu steuern. Wie du siehst, sind die einzelnen Werkzeuge sehr klein abgebildet. Das ist mit den Augen Millimeterarbeit. Die gezeigte Grafik ist mein Kanalbild. In voller Größe ist es nur auf einem Fernseher zu sehen. Computer und mobile Geräte zeigen einen entsprechend kleineren Ausschnitt. Links und rechts am Bildrand ist der Beatmungsschlauch abgebildet. Dieser ist ein ganz zentraler Gegenstand meines Lebens geworden. Mein Motto lautet:
Mein Leben hängt zwar nicht am sprichwörtlichen seidenen Faden, wohl aber an diesem Schlauch. Siehst du die kleinen Glitzersternchen, die am großen ALS-Schriftzug oben gesetzt sind? Damit möchte ich anzeigen, dass ich dieser schweren Krankheit ein kleines bisschen den Schrecken nehmen möchte. Als nächstes brauche ich ein Programm für einfache Animationen. Damit kann ich Text und Bilder animieren und anschließend das Ganze als Filmclip exportieren. Das Beispiel zeigt einen bildhaften Vergleich, den ich in Folge 3 meines Podcasts verwende. Verblassen, wie die Farben eines Bildes, das zu lange in der prallen Sonne steht. Was hilft dagegen? Wie ein großer Sonnenschirm. Damit habe ich fast alles. Tonaufnahme, Audiogramm, Bilder und Videos. Jetzt gilt es, das Ganze mithilfe eines Videoschnittprogramms zu einem Video zu verschmelzen. Das fertige Video auf YouTube einzurichten ist auch viel Arbeit. Dabei ist das Erstellen der Untertitel ziemlich aufwendig für mich. Den Text, mit dem alles begonnen hat, muss ich entsprechend abändern und in einem anderen Format verarbeiten. Schließlich kommt der befriedigende Moment, wo ich auf Veröffentlichen drücken kann. Damit ist all die Mühe und die Enttäuschung, wenn etwas nicht schon beim 5. Versuch gelingt, sondern erst beim 10. vergessen. Tatsächlich kostet mich diese Arbeit Nerven und wenn es gar nicht geht, muss ich einfach aufhören und am nächsten Tag schaut es wieder anders aus. Damit kommen wir zum 3. Teil dieses Videos. Welche Funktionen stehen mir zur Verfügung, um all diese Programme und noch viel mehr mit den Augen zu bedienen? Das möchte ich anhand der Bedienung dieser Internetseite demonstrieren. Eine Besonderheit dieser Website ist, dass sie mit großem Abstand in viel mehr Sprachen übersetzt wird, als irgendeine andere Website im World Wide Web. Aktuell sind es 1087 Sprachen. Nehmen wir an, ich möchte die Sprache ändern. Ich fokussiere kurz das entsprechende Feld. Dann erscheint diese Ansicht. Was haben wir hier? Dazu die Erklärung. Die Funktionen in der Mitte entsprechen weitgehend denen einer Computermaus. Links, rechts und Doppelklick, Scrollen und Drag and Drop. Rechts unten kann ich eine Tastatur einblenden, die mit den Augen zu bedienen ist. Der Kreis in der Mitte ist eine Lupe und mit dem Werkzeug unten links kann ich mein gesuchtes Ziel noch genauer erfassen. Gehen wir wieder zurück zu der Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Mit Linksklick auf den Sprache-Button öffnet sich dieses Fenster. Ich könnte bis zur gewünschten Sprache runterscrollen. Schneller geht es, wenn ich die Suche nutze, also öffne ich die Tastatur und beginne zu schreiben. Ich habe die Fehler, die ich mache, bewusst nicht rausgeschnitten, denn so ist es realistischer. Und da sind wir schon. Die Sprache, die ich gewählt habe, ist Malayalam. Sie wird in einem bestimmten Gebiet, im Süden Indiens gesprochen. In meiner aktiven Zeit habe ich in Wien einmal einen besonders freundlichen Mann kennengelernt, der diese schöne Sprache gesprochen hat. Er hat uns über seine Herkunft erzählt und war sehr überrascht, dass es hier Informationen rund um die Bibel in seiner Sprache gibt. Hören wir kurz rein. അധ്യായം 5
ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ട് യേശു മലയിൽ കയറി. യേശു ഇരുന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. യേശു അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കായി ദാഹിക്കുന്നവർ സന്തുഷ്ടർ, കാരണം സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത്. ദുഃഖിക്കുന്നവർ സന്തുഷ്ടർ, കാരണം അവർക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും. Während ihr mir noch über die Schulter schauen könnt, erzähle ich, was bei der Bedienung dieser Funktionen wichtig ist. Mit etwas Übung weiß man bald, wo sich welche Funktion am Bildschirm befindet. Denn wenn man erst suchen muss, löst man leicht die falsche aus. Wie gesagt, jeder Blick ein Klick. So schlimm ist es auch wieder nicht. Anfangs hilft es, die Geschwindigkeit etwas langsamer einzustellen. Und um entspannt auf den Bildschirm schauen zu können, etwa wenn ich etwas lesen möchte oder einen Film schaue, kann ich die Augensteuerung pausieren und chillen. Wie wirkt sich die Krankheit bei mir auf die Augen aus? Die gute Nachricht zuerst: Sehkraft und Augenbewegung bleiben erhalten. Was jedoch schwächer wird, ist der Lidschluss der Augen. Das hat zur Folge, dass ich die Augen schwer schließen kann und dass sich auf den Augen ein Schutzfilm bildet. Das ist gut, denn es schützt die Augen vor Austrocknung. Allerdings stört in meinem Fall dieser Schutzfilm die Augensteuerung. Ich bin gerade dabei, das in den Griff zu bekommen. Nachts, im Schlaf, schütze ich das rechte Auge mit einem speziellen Uhrglasverband, aber sogar mit nur einem Auge kann ich den Sprachcomputer bedienen. Das sind die wichtigsten Punkte, die mir zu meinem technischen Helferlein eingefallen sind. Im Mittelpunkt steht die Kommunikation. Aber nicht unwesentlich ist auch, dass ich mich damit sinnvoll beschäftigen kann. Und durch Internetverbindung ist er mein Draht nach draußen. Falls ihr zum Sprachcomputer noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und ich werde versuchen, es zu beantworten. Oder zu welchem anderen Thema könnte ich deiner Meinung nach eine Sondersendung machen? Auf jeden Fall möchte ich mich persönlich für dein Interesse an diesem Thema sowie an den weiteren Themen auf meinem Kanal herzlich bedanken. Du weißt schon, was jetzt kommt. Für heute sage ich Ciao und Fiati.